In diesem Video zeigen wir euch den gesamten Isar-Radweg von der Quelle bis zur Mündung in die Donau und ob dieser Flussradweg der schönste Deutschlands ist, was einige sagen, das werden wir in diesem Video herausfinden und am Ende im Fazit besprechen. Jetzt erstmal hinauf zum Isar-Ursprung und dann durchs Karwendel auf diesem Radweg. Lasst uns loslegen. 25 km/h Durchschnitt, um dem Regen zu entfliehen. Für Tag 2 wechseln wir das Rad. Jetzt ist es endlich soweit. Wir nehmen euch mit auf den gesamten Isar-Radweg. Einige Abschnitte der knapp 300 Kilometer langen Strecke haben wir bereits in früheren Videos vorgestellt, doch nun fügen wir alle Puzzleteile zusammen und begleiten die Isar bis zu ihrer Mündung in die Donau. Die Isar ist einer der wildesten Flüsse Deutschlands und begeistert mit ihrem türkisfarbenen Wasser, malerischen Flussläufen sowie einer faszinierenden Flora und Fauna. Doch nicht jeder Abschnitt des Radweges ist ein landschaftliches Highlight. Die Tour lässt sich in 2 Abschnitte einteilen. Einer ist schön und der andere ist langweilig. Das werdet ihr später auch erfahren. Die Tour beginnt im österreichischen Scharnitz. Die Anbindung mit der Bahn ist sehr gut und große Parkplätze sind vorhanden. Von dort geht es mit dem Rad in den Naturpark Karwendel, wo die Isar entspringt. Dann folgen wir dem wilden Fluss zum Silvensteinspeicher, durch Lenggries und Bad Tölz bis nach München und natürlich statten wir auch dem Viktualienmarkt und der Eisbachwelle einen Besuch ab. Weiter geht es über Freising, Landshut und Landau an der Isar bis nach Deggendorf. Also, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, stellt eure Fragen in den Kommentaren und begleitet uns auf dieser spannenden Tour, deren Verfilmung übrigens durch unseren Partner Rawbite möglich gemacht wurde. Viel Spaß! Ich hoffe, wir können hier das Rad mit recht gutem Gewissen abstellen, ohne dass es mitgenommen wird. Aber hier kann man, glaube ich, Vertrauen haben, hier oben am Berg. Sind ja auch nur ein paar Minuten. Wir gehen nämlich hier rein. Hier seht ihr die Isar-Ursprungstafel. Wir sind auf 1162 Metern Seehöhe und sind heute Vormittag schon gestartet, und zwar hier in Scharnitz, 960 Meter über See. Und da fährt man dann die Isar schon ein bisschen bergauf. Der Weg ist aber wirklich sehr moderat zu fahren. Schöne Schotterpiste und ein paar Höhenmeter sind natürlich mit dabei, bis man dann hier am Isar-Ursprung ankommt, wo wir gerade stehen. Isar-Ursprung, es gibt also nicht so ganz die eindeutige Isar-Quelle. Wen das Ganze interessiert, der kann hier mal nachlesen. Das Ganze hat auch eine recht spannende Geschichte. Es gab sogar den Moment, dass Fremde ein Quellenschild geklaut haben und es nach oben versetzt haben ins Karwendelgebirge. Das Ganze ist jetzt, sprengt den Rahmen des Videos hier, aber ihr könnt gerne mal auf Pause drücken und euch das Ganze hier durchlesen. Und für uns geht es jetzt hinein. Schauen wir uns mal die Quelle der Isar an, zumindest Quelle Nummer 1. Ja, verhältnismäßig unspektakulär. Es kommt Wasser aus einem Berg, aber das ist die Isar-Quelle, der Isar-Ursprung, Quelle Nummer 1. Und das Wasser ist auf jeden Fall richtig klar. Klarer wird's nicht. Und genau das Wasser kommt dann gleich in München an. Also nichts wie aufs Rad. Ja, und ich glaube, ihr erkennt schon an den ersten Metern, die wir hier rollen, wie unglaublich schön es hier ist. Wirklich Wahnsinn. Naturpark Karwendel, ich könnte euch jetzt ellenlange Geschichten darüber erzählen. Vielleicht 2 kleine Tipps. Einmal der Trailrun, den wir vom Achensee bis nach Scharnitz gemacht haben, Basti und ich, wo wir durchs Karwendel durch sind. Und dann auch die Engalm, ein wunderschönes Gebiet, der große Ahornboden und natürlich hier der Weg in Richtung der Isarquellen hoch zum Münchner Haus. Es ist wirklich traumhaft. Wenn ihr Zeit habt, kommt hierher, fahrt zumindest diese erste Etappe des Isar-Radwegs. Ich finde ganz persönlich, und ich war ja schon ein bisschen unterwegs, dass das hier wirklich eine der schönsten Ecken Deutschlands ist. Und das zeigen wir euch jetzt intensiv. Hier sind wir jetzt schon an einem ganz besonderen Ort. Ganz viele verschiedene Steintürme, Figuren, die ausgelegt werden. Hier kann man einfach Stunden sitzen, gucken
und das Leben genießen. Schaut euch ein bisschen um. Wir lassen einfach mal diese natürlichen Geräusche laufen, das Wasser. Ja, und immer wieder sehen wir so kleine Rinnsale wie hier, die dann zusammenfließen mit der Isar unten. Und es ergibt sich dann schon in Scharnitz ein echt ganz gutes Gewässer. Und die Isar wird dann immer breiter. Bis nach München und dann bis nach Deggendorf werden wir einen noch deutlich erheblicheren Fluss sehen. Aber hier in der puren Natur, da lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Also wenn ihr diesen Radweg fahrt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch mal zum Ursprung hochfahren. Nicht von Scharnitz aus ausschließlich. Da wird es auch schön sein, aber das hier, das ist schon wirklich mächtig. Jetzt lassen wir Scharnitz und Österreich hinter uns und bewegen uns immer mehr in Richtung Mittenwald. Und den Gravelweg hier, den kennt ihr vielleicht schon von einem Video von meinem Kanal. Und zwar vom Gravelbiken rund um Seefeld und Leutasch. Da sind wir auch zur Leutascher Geisterklamm gefahren. Drüben, da hat es richtig angefangen zu regnen. Gewitter kamen auf, da mussten wir uns ziemlich beeilen, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das mit dem Gewitter und Regen könnte heute auch noch kommen. Am Nachmittag müssen wir ein bisschen aufpassen und gut den Himmel beobachten. Hier auf jeden Fall gerade richtig schönes Radfahren durch so leicht bewaldetes Gebiet, so eine leichte Heide hier. Und jetzt geht's raus in Richtung Deutschland. Willkommen in Mittenwald. Wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit in die kleine Stadt, den Ort hier richtig malerisch. Und da oben könnt ihr euch vielleicht erinnern, Mittenwalder Höhenweg, Basti und ich hingen da oben im Gestein. Richtig krasses Video auch, verlinke ich euch. So richtig türkis das Wasser hier von der Isar, super klar. Richtiges Bergwasser, was wir hier noch sehen. Mal schauen, ob das bis München so ist. Die Gegend, auf der wir hier mit der Mautstraße zwischen Wallgau und Vorderriss unterwegs sind, die wird auch Klein-Kanada genannt. Und wenn ich euch das hier zeige, dann wisst ihr auch warum. Schaut's euch an. Die Isar verläuft hier so ursprünglich wie in kaum einem anderen Bereich. Drüben in Mittenwald war sie ja zum Beispiel schon verlegt in einen Kanal hinein. Hier verläuft sie wirklich so schön durchs Tal, richtig breit. Und dann das Karwendel und das Karwendel-Vorgebirge hier zu sehen. Der absolute Wahnsinn, landschaftlich wirklich gewaltig. Und wir genießen das Ganze hier von dieser kleinen Aussichtsplattform, auf der ich gerade stehe. Und lassen euch jetzt mal ein paar Bilder aus der Gegend hier sehen. Und hier kommen wir jetzt an einem richtig großen Delta an. Von rechts kommt die Isar, von dort kommt der Rissbach und da hinten raus ist dann Hinterriss, die Engalm. Wir sehen das Karwendelgebirge und wir sehen auch eines, es wird grau. Da hinten scheint schon richtig Regen drin zu sein. Hier raus in Richtung Silbensteinspeicher geht es gerade noch, deswegen reingehauen. Kommt mit!
Jetzt kommen wir am Silvensteinspeicher an und ihr seht und hört schon, es rumort. Also ein bisschen Gewitter kommt, es wird dunkel und einige nutzen hier die Gelegenheit gerade noch sehr mutig, um baden zu gehen. Ich kann es ein bisschen verstehen, denn der See ist wirklich wahnsinnig schön. Wenn hier die Sonne reinscheint, es ist so türkisblaues Wasser. Die Brücke, die gleich drüben rüberführt, sind wir auch schon ein paar Mal in Videos gefahren. Ich blende euch einfach ein paar Szenen dazu ein. Auch zum Beispiel, wo wir von München in Richtung Venedig gefahren sind wir abends hier gewesen. Ein absoluter Traum. Und an dieser Stelle hier heißt es für uns nach 50 Kilometern Fahrt der zweite Riegel der heutigen Tour. Denn bei 125 Kilometern packe ich mir 5 Riegel ein. Und da kommt unser heutiger Partner ins Spiel und das ist Rawbite. Seit vielen Jahren setze ich auf genau diese Riegel und ich kann euch erklären, warum. Raw, nämlich sehr sorgfältig ausgewählte, wenige Zutaten, in dem Fall Früchte und Nüsse und vor allen Dingen 100% biologisch und vegan. Das heißt auch gut verträglich. Meine Lieblingssorten dabei sind Peanut, Apple Cinnamon und Orange Kakao. Den mag Linus auch sehr gerne, kann ich sehr gut empfehlen. Und sehr wichtig auch, es gibt keine zugesetzten Zucker, keine Süßungsmittel oder ähnliches, was die Riegel auch besonders macht. Alle weiteren Bedingungen findet ihr unten in der Beschreibung und da ist auch direkt der Link zu Rawbite. Jetzt heißt es also snacken, Peanut rein und dann vielleicht unterstellen oder weiter in Richtung Flachland. Mal schauen, wie es läuft. Also der Abschnitt, der jetzt gleich bis Bad Tölz kommt, der ist sehr schön. Generell hier der Isarwinkel nach dem Silvensteinspeicher, auch ganz tolle Gegend. Zum Wandern gehen in Richtung Jachenau kann man auch tolle Wanderungen machen. Und jetzt hier Gravel durch die Auen. Das wird auch so schön. Vielleicht spielt uns das Wetter in die Karten und wir haben da ein bisschen Licht. Ja, der Zug rollt. Wir rollen gerade hier wirklich mit guter Geschwindigkeit. 25 km/h Durchschnitt, um dem Regen zu entfliehen. Wir sind angekommen in der Stadt des Bullen von Tölz. Jedenfalls kenne ich Bad Tölz daher. Stehen hier gerade vorm Rathaus, vorm Stadtmuseum. Alles sehr sehenswürdig. Doch wir haben hier gerade eine Entscheidung getroffen. Ihr seht auch schon um uns herum Blitz und Donner. Es ist so, dass wir sagen, Ende im Gelände für heute, weil es wird jetzt mit dem Gewitter zu wild. Daher werden wir jetzt in Bad Tölz schlafen und unsere Etappen auf 3 ausweiten anstatt 2. Wir hatten den Ursprungsplan, in der Mitte München zu haben und dann nochmal nach Deggendorf zu fahren. Jetzt machen wir es anders. Wir schlafen hier in Bad Tölz, werden morgen über München fahren, schauen dann, wie weit wir morgen kommen und dann gibt es halt noch einen 3. Tag. Jetzt also Unterkunft suchen und wir sehen uns morgen wieder. Ja, das kam gestern alles anders als erwartet, doch in Summe richtig gut. Wir haben in Bad Tölz gut geschlafen, sind jetzt bereit. Tag 2 und Etappe 2 des Isar-Radwegs startet also jetzt. Hier seht ihr nochmal die Altstadt, das Wetter ist wieder bereitet. Wir stehen hier am Isar-Radweg. Da oben thront auch die Kapelle, wo wir gleich entlangfahren werden. Das ist also unser Weg. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall steht als nächstes München auf dem Programm. Das zeigen wir euch. Jetzt bewegen wir uns gerade ein bisschen weg von der Isar hinein in den Wald und es ist so frisch und toll hier gerade. Richtig schöner Morgen im Wald, man spürt noch richtig die Luftfeuchtigkeit und die Kühle. Und dann kommen wir nachher immer mal wieder an die Isar ran. Aber ab Bad Tölz bis Wolfratshausen gibt es Teile eben, die nicht direkt an der Isar verlaufen, was natürlich auch die Landschaft schützt. Und wir erleben damit mal ein paar andere Orte.
Alter, geile Karre. Ich habe für Tag 2 das Rad gewechselt. Jetzt geht es hier gerade durch den Wald, ein Wechselspiel aus Schotter, Asphalt, grobkörnigem Kies und auch ein Wechselspiel zwischen Licht und Schatten. Richtig gut zu fahren hier gerade, Linus fährt vor und wir haben jetzt noch 39 Kilometer bis München und dann zeigen wir euch mal diese Metropole hier in Bayern. Wir merken auch, wie viel Wasser jetzt hier angekommen ist. Also die Isar wird natürlich jetzt immer breiter. In München dann noch mal einen ganzen Schlag breiter. Und ich würde vorher sagen, Linus, irgendwo müssen wir mal reinspringen. Das war richtig gut, erfrischend. Jetzt geht's weiter. Hier sind wir jetzt in einem Bereich der Isar, wo immer wieder Kanäle abgeführt werden. Das hat wahrscheinlich auch wieder Hochwassergründe, ein Punkt. Und das andere ist wahrscheinlich auch Kraftwerke, Stromgewinnung. Und wir sehen dann gleich auch eine Floßrutsche. Jetzt kommen wir gleich am Gasthof zur Mühle an. Und ich habe gerade schon in der Ferne gesehen, hier findet auch eine solche Floßfahrt gleich statt. Schaut es euch an, gerade Vorbereitung. Die können uns mal mitnehmen bis München. Ja, und hier ist jetzt, was ich meinte, die Floßrutsche. Also wenn die dann oben wieder bereit sind, die Musik an ist, dann geht es hier runter. Und dazu zeigen wir euch mal eine Szene. Jetzt haben wir Grünwald hinter uns gelassen und hier unten gibt es an der Grünwalder Brücke einen Kiosk, ganz beliebt bei Mountainbikern. Hier ist dann auch so das Isar Trail Eldorado, wo viele Mountainbiker sich rumtreiben. Und ihr habt mehrere Möglichkeiten jetzt hier an der Isar entlang zu fahren. Eben am Kanal auch schon, habt ihr gesehen, ihr könnt links vom Kanal, rechts vom Kanal fahren. Und so ist hier auch. Wir wählen jetzt den rechten Weg Richtung München, also über Gravel zurück. Man kann aber auch über die Brücke und dann auf Asphalt in Richtung München rollen. Auf geht's! Sehr stark hier gerade herzufahren. Einige baden. Hier ist jetzt die Isar so aufgeteilt, dass quasi rechtsläufig die Isar wild ist, so wie hier. Und drüben verläuft noch ein Kanal. Und gleich treffen die dann auch wieder aufeinander. Und dann sind wir am Pierpark. Jetzt sind wir angekommen in München und stehen hier gerade auf der Reichenbachbrücke und wir merken zwei Dinge. Erstens, die Isar ist ganz schön groß geworden. Seht ihr hier, wie viel Wasser runterkommt und die Menschen nutzen es hier, um baden zu gehen. Gerade eine recht entspannte Atmosphäre noch. Das kann viel, viel voller aussehen, kann ich euch sagen. Und das Zweite, was wir merken, es ist wirklich sehr heiß. Linus und ich sind hier gerade in der Stadt angekommen und dachten beide, boah, sehr drückend. Natürlich hier in dem ganzen Stadtbeton auf Asphalt bei über 30 Grad. Das ist schon Wahnsinn. Das heißt für uns, wir wollen jetzt schnell eine kleine Stadtführung für euch bereiten. Wir fahren zum Gärtnerplatz, Viktualienmarkt, wir fahren zur Eisbachwelle, Englischen Garten, zeigen euch die verschiedenen Facetten und danach geht es dann wieder in Richtung Isar-Radweg, wo es wieder etwas kühler wird, in den Wald. Los! Jetzt sind wir an einem meiner Lieblingsplätze in München und zwar dem Gärtnerplatz. Mit dem Gärtnerplatz Theater da drüben. Und ja, ich bin generell gern im Münchner Süden. Das hat vor allen Dingen den Vorteil, dass man schnell in Richtung Alpen und in Richtung Seen aufbrechen kann.
Ja, und Essen gibt es am Viktualienmarkt. Eigentlich für mich unüblich, ich esse hier sehr, sehr selten, aber es gibt natürlich von allem etwas. Und für diejenigen unter euch, die gerne einmal München erleben wollen, in den verschiedenen Spezialitäten, die da sind, zum Beispiel saure Gurken, das könnt ihr hier sehr gut. Also, wir holen uns jetzt mal eine dicke saure Gurke, dann gibt es noch ein bisschen Metze und dann fahren wir mal zum Marienplatz. Da drüben seht ihr auch schon das alte Rathaus hinterm alten Peter. Der große Turm, der da nämlich ist ein sehr beliebter Aussichtspunkt. Also wenn ihr Zeit mitbringt, könnt ihr auch da mal hochgehen und so ein bisschen den Überblick über die Stadt, die Frauenkirche, Marienplatz etc. wagen. Auf geht's! Hallo, was ist das beliebteste? Danke sehr. Also Linus, so sieht das Ganze aus. Und da gibt es verschiedene Sorten. Ich habe jetzt süß-sauer genommen. Sie haben gemeint, das wäre die beliebteste. Das kann das. Ist gut. So nämlich. Ja, und hier kommen wir natürlich nicht drum rum, wenn wir über München reden. Wir sind einmal am Marienplatz. Hier seht ihr das neue Rathaus. Wenn der FC Bayern gewinnt, stehen die Spieler da am Balkon, jubeln und zeigen den Pokal. Genauso sehen wir die Anna-Säule und da drüben die zwei Türme der Frauenkirche. Dieses Gebäude hier finde ich einfach imposant. Und so ist natürlich auch immer einiges los hier am Platz. Heute bei den Temperaturen tatsächlich in der Sonne ein bisschen weniger. Für uns heißt es jetzt raus in Richtung Odeonsplatz und dann zeigen wir euch noch ein besonderes sportliches Highlight in München, die Eisbachwelle. Kommt mit! Ja, und das hier dürfen wir euch als Sportliebhaber natürlich nicht vorenthalten in München. Die Eisbachwelle, so stark. Ihr seht auch, was hier gerade los ist. Alle schauen, wie die Surferinnen und Surfer reinspringen. Ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Wäre auch mal ein Video, oder? Also, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr uns in der Eisbachwelle seht. Jetzt sind wir 2 Kilometer gefahren und sind wieder nahezu allein. Also es gibt schon auch die Stellen in München, wo man Ruhe haben kann. Hier verläuft jetzt weiterhin der Eisbach und der Englische Garten ist ja ein künstlich angelegter Park, könnt ihr euch vorstellen. Genauso wurde der Eisbach eben als künstlicher Fluss hier durchgelegt. Und diese Welle ist einfach entstanden, die wir eben gesehen haben. Ist natürlich super gut gelaufen für die Surfer heutzutage. Vielleicht kennen die aufmerksamen Zuschauer unter euch auch diesen Weg hier schon. Und zwar entlang der Isar von Freising nach München sind wir schon mal auf der Hopfenschleife gefahren. Was genau das ist, könnt ihr im Video erfahren, habe ich euch hier oben verlinkt. Auch das ein richtig cooles Abenteuer, ein toller Radweg. Angekommen in der geschichtsträchtigen Stadt Freising. Hier übernachten wir, bevor es morgen früh weitergeht. Und wenn ihr hier seid, solltet ihr unbedingt den Domberg anschauen und auch die älteste Brauerei der Welt, Weihenstephan, und da mal ein Bierchen trinken. Und damit starten wir an genau gleicher Stelle in Tag 3 unseres Erlebnisses des Isar-Radwegs. Und zwar hier aus Freising, nette kleine Stadt. Und zurück auf dem Isar-Radweg. Auf geht's nach Moosburg.
Aus Freising raus sind wir dann schnell wieder in der Natur an der Isar und wir merken schon seit München, dass die Isar hier stark begradigt wurde. Bedeutet, es ist nicht mehr so natürlich zu fahren und wenn man ganz hart sein möchte, dann ist dieser Weg hier tendenziell eher langweilig. Schön einfach zu fahren, aber recht gerade fließend, ohne viel Abwechslung. Mal schauen, ob es heute noch anders wird. Wir fahren ja jetzt tatsächlich noch 100 Kilometer auf diesem Radweg und ihr könnt euch einen Eindruck verschaffen. Für diejenigen, die in die pure Natur eintauchen wollen, da war natürlich insbesondere der Start beim Karwendel richtig stark. Wir schauen uns das Ganze an. Weiter geht's in Richtung Moosburg. Ja, und damit herzlich willkommen in Landshut. Wir sind angekommen in dieser mittelalterlich geprägten Stadt. Hier gibt es eine schöne Altstadt. Hier gibt es die St. Martinskirche, die ihr euch anschauen könnt. In der Altstadt werden wir gleich auch hinfahren, einen schönen Espresso trinken und noch ein Rawbite essen. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr Zeit mitbringt, auch die Burg Trausnitz anschauen. Die liegt oben am Berg, blenden wir euch auch gerade ein Bild zu ein. Und die Isar, die fließt hier schön durch die Stadt. Also schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Weiter auf die Kilometer in Richtung Deggendorf. 50 sind es noch, dann sind wir am Ziel. Ein richtig schöner Sonnenuntergang jetzt und wir fahren in Richtung Tor des Bayerischen Waldes, denn Deggendorf, das sieht man hier sehr gut, wird eben genauso bezeichnet. Da drüben sehen wir schon das Mittelgebirge und den großen Wald, der sich als Mauer hier auftürmt. Ja, dann sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, auf den wir 3 Tage und 300 Kilometer, sogar über 300 Kilometer hingearbeitet haben. Und der Punkt drückt für mich eigentlich genau das aus, wie wir dieses Fazit ziehen wollen. Hinter mir fließt die Donau und ihr seht die Mündung genau da drüben von der Isar in die Donau. Auf der anderen Seite fließt der Verkehr, die A3, die direkt hier an der Donau entlang fließt, im Donautal. Natürlich die Donau als sehr wichtiger europäischer Strom wird natürlich auch industriell genutzt und das Donautal hat sich damals auch perfekt für eine Autobahn angeboten. Und genau so würde ich auch beschreiben, ist die Isar vom Karwendel, wo wir mit diesem reißerischen Fluss gestartet sind. Ihr habt es gesehen, blauestes Wasser, richtig klar, Klein-Kanada, da waren wir ja vor 2 Tagen und haben uns das Ganze angesehen und der Fluss ist immer mehr zu einem, ich sag mal, sehr wirtschaftlichen Fluss geworden, wurde begradigt und die letzten Kilometer hier raus in Richtung Deggendorf, die waren dann schon wirklich ein bisschen langweiliger. Das habt ihr ja auch gesehen. Also mein Fazit zu diesem Fahrradweg. Zunächst einmal, es ist ein sehr gut beschilderter Flussfahrradweg. Es ist eine super Tour und bietet sich ganz sicher für euch an, wenn ihr eben solche Naturerlebnisse mögt und dabei nicht viele Höhenmeter machen wollt. Doch es gibt eben einen Abschnitt, der mir deutlich besser gefällt und das ist, und ich glaube, die Meinung teilt auch der Linus hinter der Kamera, das ist der Abschnitt vom Karwendel, von Scharnitz aus bis nach Freising. Ich würde sogar wirklich sagen, Freising, nicht München, weil ihr dann einfach noch mal ein bisschen mehr dieses englische Gartenerlebnis in München mitbekommt, dann noch mal in Freising vielleicht auch die älteste Brauerei der Welt, Weinstefan, kennenlernen könnt, den Dom etc. sehen könnt. Und ab da wird die Isar sehr gerade, es wird langweiliger, es ist einfach ein Forstweg, den wir jetzt heute am letzten Tag 120 Kilometer entlang geschossen sind. Für uns heißt es jetzt von hier mit den Fahrrädern in die Bahn zurückfahren und für euch heißt es ab in die Kommentarspalten, wenn ihr Fragen habt oder euch auch einfach zu dieser Tour austauschen möchtet, dann findet dieser Austausch sehr gerne hier unter diesem Video statt. Wir als Team, Eileen, Linus und ich, freuen uns sehr über euer Abo auf diesem Kanal, ganz einfach kostenfrei. Und wer uns noch weiter bei der Arbeit unterstützen möchte, der kann auch Mitglied des Kanals werden. Auch das findet ihr direkt unter diesem Video. Mitglieder bekommen mehr Inhalte, bekommen Zugang zu exklusiven Videos, die eben Nicht-Mitglieder nicht sehen.
Jetzt freue ich mich, wenn wir uns in dem nächsten Video wiedersehen. Das ist genau hier verlinkt. Zum Beispiel auch eine Gravelbike-Tour oder ein anderes Raderlebnis oder hier oben mal was aus dem Winter. Linus, vielen Dank fürs Mitziehen, hat richtig Bock gemacht. Und Aline, vielen Dank für den Schnitt. Und jetzt heißt es rein ins nächste Video und für uns rein ins nächste Abenteuer. Tschüss!